Hallo und willkommen zum nächsten Beitrag. Wir sind jetzt 2 Wochen hier in Ruanda und in Gisenyi und heute ist Freitag und heute werden wir auch zurück nach Kigali fahren, ja, weil es schon vorbei ist. Nee, weil wir unser dauerhaftes Visum beantragen möchten und dafür müssen wir eine Menge Dokumente mitnehmen. Ich hoffe einfach mal, ich habe alle dabei, aber ich habe bestimmt alle eingesteckt. Und zusätzlich müssen wir einen sehr frühen Bus nehmen, deswegen ist es jetzt 6 Uhr früh. Das heißt, wir frühstücken jetzt noch und dann machen wir uns schon auf den Weg zum Busbahnhof und dann geht's los. So, und da wir ja 3 Tage weg sind, muss erstmal das ganze Haus klar gemacht werden. Und das heißt vor allem die Küche, damit da, wenn wir zurückkommen, keine neue Evolutionsstufe angefangen hat. Deswegen, ja, geht's jetzt erstmal los. Ich sehe schon, das meiste ist eigentlich schon gemacht. Also fehlt im Grunde nur noch der Rest. Kriegen wir hin. Gut, das sieht doch sehr zufriedenstellend aus. Und jetzt habt ihr ja auch schon einen kleinen Teil von der Küche gesehen. Aber so eine richtige Roomtour, die gibt es dann wahrscheinlich erst, wenn wir auch ein bisschen eingeräumt haben. Genau, das war's jetzt. Und das machen wir uns gleich mal auf. Denn wir haben nur noch ein paar Minuten. Und dann geht's zum Bus. So, es ist noch recht früh, aber man merkt schon, es ist schon geschäftiges Treiben auf der Straße. So, der Weg zum Bus. Und da sind wir wieder auf dieser wunderschönen Fahrt von Gisenyi nach Kigali. Es ist wirklich jedes Mal immer wieder was Besonderes und richtig schön anzusehen. Eigentlich muss man die ganze Zeit aus dem Fenster gucken und es genießen und die Fahrt war wirklich richtig cool. Und wir haben natürlich die Aussicht genossen und die Schönheit Ruandas bewundert. Und dann waren wir in Kigali am Busbahnhof. Da war so viel los, unglaublich, also echt krass. Okay, wir sind in Kigali angekommen. Man merkt schon, das ist eine andere Welt. Also das ist richtig Next Level. Da haben wir doch relativ schnell Motos gefunden und sie haben uns den Ort gesagt, wo wir hin wollten. Und es war echt eine ganz besondere Tour, also nochmal ein ganz anderer Ritt, weil in Kigali ist echt so viel Verkehr und es ist echt ein bisschen wie so eine Attraktion, so ein Achterbahnfahren, es ist echt Wahnsinn. Bye bye. Have a good day. So, wir sind in Kigali angekommen und tatsächlich im genau gleichen Hotel, in dem wir auch schon geschlafen haben. Und jetzt haben wir gerade Lotte abgeholt. Die steht da hinten.
und gehen zum neuen Hotel, wo wir dann die nächste Nacht verbringen werden. Beziehungsweise danach werden wir dann auch endlich das Visum beantragen, nach all der Zeit. Tja, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass wir schon das Visum beantragen können. Aber leider lag ich falsch. Aber die Reise war richtig angenehm, war richtig cool. Wir haben es irgendwie dann vom Busbahnhof mit Motos hierher geschafft. Habt ihr ja gerade gesehen, wie es war. Das ist jetzt die nächste Etappe. Also auf zum Hotel. Okay, wir sind gerade im Hotel angekommen, im Mamba Hotel. Haben sozusagen eingecheckt, uns die Zimmer angeschaut. Sieht richtig gut aus, richtig angenehm. Das ist jetzt unsere Basis für die 2-3 Tage, in denen wir hier bleiben. Und dann, ja, sehen wir mal, wie es wird. Also das Mamba ist schon ein richtig krasses Resort, also hier gibt es echt richtig viel. Es gibt zum einen eben die Bar mit einem Billardtisch, dann die Tische mit den Wurzeln, richtig cool anzusehen. Dann gibt es einen Pool, echt krass, da waren wir eben heute Morgen auch schon drin. Dann gibt es eine Bowlingbahn, einfach noch ein Volleyballfeld, also es ist richtig krass hier. Echt angenehm, die Atmosphäre, es ist schön offen und irgendwie die Leute sind nett. Gerade der, wo wir auch eingecheckt haben, super sympathischer Typ, mit dem waren wir auch heute Morgen schon schwimmen. Ist einfach richtig cool. Und ja, sorry für meine Haare, die habe ich vergessen zu kämmen, aber das kommt schon noch. Gefrühstückt haben wir es noch nicht, aber das steht jetzt als nächstes an. Also das ist der nächste Programmpunkt. Jetzt muss ich noch auf die anderen warten und in der Zeit kann ich ja ein bisschen meine Haare kämmen. Und ja, also der gestrige Tag war auch richtig super. Am Abend waren wir eben noch essen. Und ja, ich war extrem müde zwar, aber ging schon. Und jetzt heute Morgen eben das alles nochmal zu sehen und nochmal zu erleben. Es ist jetzt gerade fast niemand hier, also man ist quasi alleine. Und das ist richtig schön, sich das nochmal anzuschauen. Ja, einfach so ein bisschen zu genießen, vielleicht mal runterkommen, weil die letzten 2 Wochen waren doch extrem viel Stress. Einfach weil sehr viel passiert ist und man eben in den Projekten immer war und das noch tun musste. Es gab eben sehr viel zu tun. Aber jetzt ist es mal so eine Zeit zum Ausspannen. Hier in Kigali mal sich ein bisschen was anschauen und ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und als nächstes, ja, geht's endlich zum lang ersehnten Frühstück. Ich habe nämlich schon tatsächlich richtig Hunger bekommen. Also los geht's. Okay, also gleich gehen wir an die Schule. Frühstück war gut und ich habe wie immer Zeitdruck. Jetzt muss ich erstmal diese Tür hier aufkriegen. Gut, irgendwie habe ich die Tür jetzt doch aufbekommen. Und dann packe ich noch schnell meine Sachen zusammen. Ja, und dann müssen wir los. Die Powerbank. Taschentücher können niemals schaden. Genau, wegen der Corona-Bestimmungen ist es nämlich so, dass wenn man Moto fahren will, dass man was über den Kopf tun muss. Das nehme ich jetzt natürlich auch noch mit. Okay, ich bin bereit. Also, let's go! Du Dreckstür.
Okay, krass, wir sind in einem extrem hart krassen Luxusrestaurant. Das heißt Bamboo, also Bambus. Und ja, das ist schon heftig. Das ist ein Rooftop, das heißt, man sieht über die ganze Stadt runter und sehen gerade den Sonnenuntergang und alles. Davon zeige ich euch jetzt ein paar Impressionen. Okay, wir sind wie gesagt in Kigali und haben gerade erfahren, dass das tatsächlich relativ unnötig war, herzukommen, weil sie uns alle nötigen Informationen bereits geschickt haben per E-Mail. Aber das erst 5 Minuten bevor wir zur Botschaft in Kigali gegangen sind. Also richtig unglücklich gelaufen. Aber wir machen uns jetzt einfach noch ein paar schöne Tage in Kigali hier. Und das beginnt eben mit dem Essen gehen hier. Okay, jetzt versuche ich das Ganze mal aufzurollen. Uns wurde die Verbal Note per E-Mail geschickt, ja. Aber anders als wir gedacht haben, ist jetzt noch ein Dokument nötig, das wir beim Minafed hätten beantragen müssen. Und deswegen stand zu dem Zeitpunkt eigentlich schon fest, dass wir auf jeden Fall nochmal nach Kigali fahren müssen. Aber davon wusste ich natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nichts. Deswegen sage ich auch, dass das Visum schon in greifbarer Nähe ist, aber das ist leider nicht so. Und jetzt genießen wir einfach trotzdem noch den letzten verbleibenden Tag in Kigali und lassen uns davon nicht unterkriegen. Guten Morgen aus Kigali. Wir sind vor einer Stunde aufgewacht und fahren tatsächlich jetzt schon schwimmen im Pool. Der ist da hinten. Und ja, jetzt gehen wir erstmal den Tag etwas ruhiger an. Gleich gibt's Frühstück und ja, dann mal gucken, wie sich der Tag noch entwickelt. Vielleicht kaufen wir Fahrräder. Mal sehen, was noch kommt. Oh, daher kräht schon ein Hahn. Es ist morgens, man merkt. Also dann auf zum Frühstück. Und nach dem Frühstück haben wir tatsächlich unten bei der Bar ein paar Künstler getroffen, die die Wände ein bisschen neu bestrichen haben. Und die haben uns einfach gefragt, ob wir mitmachen wollen und ob wir denen beim Malen helfen wollen. Dann haben wir einfach mal, die Wände von unserem Hotel bemalt. Gemeinsam. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war auch so eine Sache, die konnte man einfach nicht planen. Die kamen so aus dem Nichts. Und es war auch nochmal so ein schöner Abschluss für die Tage in Kigali. So, und das war unser Trip in Kigali. Wir hatten richtig viel Spaß, wir haben es echt genossen und das mit dem Visum hat tatsächlich auch geklappt. Jetzt sind wir gerade auf der Rückreise, werden noch den Sonnenuntergang genießen und dann ins Bett fallen. Und ja, das war es dann tatsächlich auch schon. Und man... Heute Lexi! Du Kleinen! Und da waren wir. Im Glauben, alles erreicht zu haben, haben wir die Nachtfahrt zurück nach Gisenyi genossen. Und die Zeit in Kigali war echt schön. Wir sind zwar erst knapp 2 Wochen in Ruanda, aber trotzdem fühlt sich einiges schon sehr vertraut an. Ich habe schon viele Kontakte geknüpft, Freunde gefunden. Noch hat sich keine Alltagsroutine eingestellt, aber trotzdem genieße ich jede Sekunde. Ob ein Projekt, an der Schule, in der Freizeit, beim Erkunden, der Landschaft oder tatsächlich auch in der Videoproduktion. Aber eine Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern. Unser Visum, wie wir das Visum letztendlich bekommen haben, was alles beim anderen zweiten Trip nach Kigali passiert ist, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Und jetzt würde ich mich noch extrem über ein Like freuen und am allermeisten darüber, wenn ihr eure Gedanken teilt und eure Ideen zu diesem Video schreibt. Schreibt einfach gerne mal alles dazu, was ihr euch denkt. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, #EmbraceHappiness und bis zum nächsten Mal.